Willkommen zum Video 3 unserer kleinen Serie Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten. In diesem letzten Video geht es darum, was bei Kurzarbeit und Nebenjob zu beachten ist, welche Auswirkungen das Kurzarbeitergeld auf die Steuern, auf das Kranken- und Arbeitslosengeld hat, dann auf was unbedingt die Kurzarbeiter achten müssen. Es gibt nämlich da auch einige Pflichten. Und dann schauen wir uns nochmal die Entschädigung nach dem Entschädigungsschutzgesetz an. Bleiben Sie dran. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld Teil 3. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten. In diesem dritten Video erkläre ich Ihnen die Auswirkungen der Kurzarbeit auf die Rente, die Auswirkungen der Kurzarbeit auf das Arbeitslosengeld und die Steuern. Welche Sachen müssen Kurzarbeiter beachten? Sie haben nämlich auch einige Pflichten. Und wir schauen uns die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz an. Wie wird Einkommen aus einem Nebenjob auf Kurzarbeitergeld angerechnet? Ja, aufgrund der Corona-Krise gibt es bis Ende 2020 eine vorübergehende, günstigere Regelung. Danach dürfen Betroffene während ihrer Kurzarbeit in ihrer Nebenbeschäftigung ihren Nettoeinkommensverlust komplett ausgleichen. Dabei kommt es nicht zu einer Kürzung des Kurzarbeitergelds. Also mal als Beispiel, ein Arbeitnehmer hat in seiner regulären Arbeitszeit 2.000 Euro netto verdient. Er darf dann mit dem gegebenenfalls verbliebenen Lohn in der Teilzeitarbeit plus Kurzarbeitergeld plus Nettoentgelt aus der Nebenbeschäftigung exakt 2.000 netto erreichen. Ja, ab 2021 gelten wieder andere Regelungen zur Einkommensabrechnung. Schauen wir uns mal die Auswirkungen der Kurzarbeit auf Rente, Arbeitslosengeld und Steuern an. Rentenansprüche werden auch durch Zeiten der Kurzarbeit erworben. Das ist nun mal Fakt. Die Zeit des Bezuges von Kurzarbeitergeld zählt auch mit, wenn die Wartezeiten geprüft werden. Aber bei der Rentenhöhe gibt es allerdings Einbußen. Also grob gesagt fällt für einen Durchschnittsverdiener bei einem Jahr Kurzarbeit die spätere Rente so etwa um 7 Euro niedriger aus. Schauen wir uns die Auswirkungen auf das Arbeitslosengeld an. Also Arbeitslosengeld 1 gibt es ja erst nach 12-monatiger Beschäftigungszeit. Die Zeit des Bezuges von Kurzarbeitergeld wird aber dabei mit angerechnet. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also wir haben jetzt einen Studienabsolvent, der erst 10 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Dann beginnt es in seinem Job zu kriseln und Entlassungen stehen zur Diskussion. Würde man ihn jetzt kündigen, hätte er noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und wäre somit auf Hartz IV angewiesen. Entscheidet sich der Betrieb aber für Kurzarbeit, hätte er schon nach 2 Monaten seine Anwartschaft auf Arbeitslosengeld 1 erfüllt. Ja, was ist mit Krankengeld? Mit der Kranken- und Pflegeversicherung, mit Krankengeldzahlung. Also in der Kranken- und Pflegeversicherung gibt es für Kurzarbeiter keinerlei Nachteile. Ist ein Kurzarbeiter länger als 6 Wochen krank, bekommt er ganz normal Krankengeld von seiner Krankenkasse. Das Krankengeld wird nach dem regelmäßigen Arbeitsentgelt berechnet, das zuletzt vor Eintritt der Kurzarbeit erzielt wurde. Also ganz klar ein Vorteil. Kurzarbeit und Steuern. Ja, nun gut, das Kurzarbeitergeld selber ist steuerfrei, unterliegt aber diesem sogenannten Progressionsvorbehalt. Was bedeutet das? Also wurde neben dem Kurzarbeitergeld noch Arbeitslohn bezogen, kann es im Folgejahr durchaus zu Steuernachzahlungen kommen. Wer das gesamte Jahr Kurzarbeit 0 hatte, muss natürlich mit keiner Nachforderung rechnen. Also, wenn Sie noch Arbeitslohn bezogen haben und Kurzarbeitergeld parallel, packen Sie sich ein paar Euro vorsichtshalber beiseite, damit Sie keine böse Überraschung erleben. Was müssen Kurzarbeiter beachten? Also Kurzarbeiter müssen sowohl ihrem Arbeitgeber als auch der Bundesagentur für Arbeit gegenüber einiges beachten. Denn Kurzarbeit ist nicht gleichzusetzen mit Urlaub. Hat ein Arbeitnehmer während der Kurzarbeit eine Nebenbeschäftigung, darf diese nicht bei der Konkurrenz sein. Das ist erstmal schon Fakt. Außerdem müssen Bescheinigungen über Nebeneinkommen der Bundesagentur für Arbeit vorgelegt werden. Es ist natürlich auch ratsam, diese Bescheinigung auch dem Hauptarbeitgeber vorzulegen.
Das sind einfach arbeitsrechtlich übliche Regelungen, an die man sich halten muss. Kurzarbeiter müssen auch damit rechnen, dass sie von ihrem Chef zur Arbeit gerufen werden, von einem Tag zum anderen. Außerdem können die Arbeitsagenturen den Kurzarbeitern Jobs anbieten, zu deren Annahme sie verpflichtet sind. Ansonsten müssen sie mit einer Sperre rechnen. Ja, natürlich haben die Arbeitsämter Vorrang, die Arbeitslosen zu versorgen als die Kurzarbeiter, aber es kann schon mal vorkommen, dass die Bundesagentur für Arbeit sie in einen Job vermitteln möchte. Ja, also Kurzarbeiter haben auch gegenüber der Arbeitsagentur eine Mitwirkungspflicht. Auch wenn sie als Betroffener zu einem Beratungsgespräch bei der Bundesagentur für Arbeit eingeladen werden, müssen sie dort erscheinen. Und hier nochmal, wie gesagt, Kurzarbeitergeld, Kurzarbeit, Zeit ist also nicht mit Urlaub gleichzusetzen. Ja, dann haben wir noch die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Diese Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz hat Vorrang gegenüber dem Kurzarbeitergeld. Während der Corona-Krise ist eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz besonders wichtig. Es gibt Fälle, in denen Arbeitnehmer sowohl Kurzarbeitergeld als auch Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zustehen. Beide Leistungen gleichzeitig gibt es natürlich nicht. Die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz hat Vorrang, hat man schon mal gesagt, und ist auch höher als das Kurzarbeitergeld. Wer hat Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz? Nun alle diejenigen, die aufgrund von Corona einem offiziellen Tätigkeitsverbot oder einer Quarantäne unterliegen, aber noch nicht arbeitsunfähig sind. Für die Betroffenen besteht Anspruch auf Lohnfortzahlung wegen Tätigkeitsverbot bis zu 6 Wochen. Der Arbeitgeber hat aber auch einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Gesundheitsamt bzw. einer anderen zuständigen Stelle. Das ist je nach Bundesland ja sehr unterschiedlich. Bei der Rente gibt es keine Einbußen, wenn man eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz erhält. Das Gleiche gilt auch beim Arbeitslosen- oder Krankengeld. Was gilt bei der Steuer? Ja, die Entschädigungszahlung selbst ist nicht steuerpflichtig, genau wie das Kurzarbeitergeld. Allerdings fällt sie auch unter diese Regelung des Progressionsvorbehalts, wie bereits beim Kurzarbeitergeld besprochen wurde. Das war jetzt der letzte und dritte Teil über Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld. Ich hoffe, Sie konnten einiges aus der dreiteiligen Videoserie für sich mitnehmen. Schreiben Sie ruhig in den Kommentaren, über welche Themen Sie sich weitere Videos wünschen. Alles Gute, Jutta Martin. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Unsere kleine dreiteilige Videoserie zum Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, Einrichtungsschirm in Krisenzeiten ist zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen und haben etwas dazugelernt. Schreiben Sie auch gerne hier unten in den Kommentaren Ihre Meinung und vielleicht auch zu welchem Thema Sie weitere Videos von mir wünschen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Jutta Martin.